Hallo zusammen! Einige haben ja schon mitbekommen, dass man mit den AirPods Pro 3 ja jetzt auch Aktivitäten über das Handy aufzeichnen kann. Nichtsdestotrotz, die meisten werden wahrscheinlich eine Apple Watch nutzen und es gibt aber eine versteckte Funktion, die mit WatchOS 26 bzw. iOS 26.9 zugekommen ist, bei dem ihr jetzt viel einfacher Trainings erstellen könnt bzw. verwalten. In der Vergangenheit war es so gewesen, dass du sehr umständlich auf deiner Apple Watch hier Trainings erstellen konntest, sei es hier zum Beispiel Intervalle oder dann zum Beispiel auch hier Ziele setzen. Das war alles hier über die Uhr möglich, beziehungsweise ist es immer noch. Apple hat das nun endlich geändert. Du kannst nämlich alle Trainings auch mittlerweile auf dem iPhone erstellen und es geht dann sogar noch mehr. Und dabei funktioniert es natürlich hier auf der Apple Watch Series 11, aber natürlich auch auf der Apple Watch SE 3. Generation oder der Apple Watch Ultra 3. Oder solltet ihr zum Beispiel eine Apple Watch Ultra 2 oder 1 haben, oder besser gesagt alle Uhren, die hier WatchOS 26 erhalten, habt ihr die Möglichkeit, diese Funktion hier zu nutzen. Voraussetzung dafür ist aber, dass du auf dem iPhone iOS 26 installiert hast, bzw. WatchOS 26 auf deiner Uhr. Die Änderung selber findet ihr dann hier in der Fitness-App. Wenn wir jetzt reingehen, bekommt ihr hier einmal ganz normal die Übersicht angezeigt, wie wir das schon kennen. Da hat sich jetzt nicht viel verändert. Und die Veränderung, die wir haben, finden wir dann mal im Bereich Training. Da gehen wir jetzt einfach mal drauf. Hier bekommt ihr nämlich eine schöne Übersicht aller Trainingsmöglichkeiten, die du hier mit dem Handy aufzeichnen kannst. Und solltest du die AirPods 3 Pro haben und die sind verbunden, bekommst du diese dann auch hier oben angezeigt. Wir sehen momentan ist meine Uhr verbunden, das heißt also, die Herzfrequenzdaten werden von der Uhr bezogen. Jetzt hast du einmal die Möglichkeit, ganz klassisch hier ein Training zu starten. Wenn wir zum Beispiel hier drauf gehen und das ausführen, bekommen wir hier auch schon auf der Apple Watch Ultra das angezeigt. Es liegt daran, dass die Uhr jetzt momentan mit dem Handy verbunden ist. Und dann können wir jetzt auch hier direkt das Training starten. Gehen wir jetzt einfach mal drauf und dann wird es auch hier gestartet. Seht ihr, das ist alles hier synchron, so wie wir es zum Beispiel auch von Fitness Plus kennen. Und wollt ihr dann ein Segment setzen, ist das auch möglich. Ihr drückt einfach unten auf die Zahl, die angezeigt wird. Sehen wir auch hier, das Segment wird dann hier direkt gesetzt. Und ihr habt dann auch die Möglichkeit, wenn wir von unten nach oben wischen, wenn ihr zum Beispiel draußen jetzt gerade laufen geht, könnt ihr sogar die Wegbegleiterfunktion direkt hier über die App hier durchführen. Wir sehen jetzt hier, an meine Frau geht das und dann könnt ihr das raussenden. Und dann ist auch die hier informiert, wo ich gerade unterwegs bin, was beim Krafttraining natürlich jetzt nicht so viel Sinn macht. Und ihr habt natürlich auch die Option, hier euch die Trainingsringe anzeigen zu lassen. Also das ist auf jeden Fall hier möglich. Im Prinzip ist das eine Erweiterung von dem, was wir schon vom Fahrradfahren kennen. Da werden ja zum Beispiel auch schon die Daten direkt auf das iPhone gespiegelt. Und du hast natürlich auch die Option, hier dann auf Pause zu gehen, beziehungsweise das zu beenden. Sehen wir auch hier, wird dann direkt pausiert. Und wenn wir auf Training beenden gehen, dann wird auch das Training direkt auf der Uhr beendet. Und alles ist dann hier im synchronen Einklang. Und auch ganz praktisch, solltest du eine Apple Watch Ultra haben und hast den präzisen Start aktiviert. Wenn wir zum Beispiel hier auf eine GPS-Aktivität gehen, können wir auch sehen, diese wird hier nicht automatisch direkt gestartet, sondern geht hier in den Haltemodus, beziehungsweise werden ja GPS-Daten gesucht. Und dann kannst du hier nochmal direkt auf Start drücken und dann wird auch die Aktivität gestartet. Du hast aber auch die Option, wenn du das nicht haben möchtest, hier einfach von links nach rechts zu wischen. Und dann kannst du hier unten auf Anzeige Stopp gehen und dann wird auch an die Anzeige beendet. Oder du kannst sie auch wieder aktivieren, wenn du es haben möchtest. Das heißt also, da bist du dann ganz frei, wie du das dann gestalten willst. Und wir können auch sehen, beim Laufen bekommt ihr ein paar Daten mehr angezeigt. Hier sind nämlich dann alle Datenfelder mit dabei, die dann auch hier auf der Apple Watch konfiguriert sind. Wobei es beim Laufen jetzt eigentlich keinen Sinn macht, hier das Handy rauszuholen. Aber es ist auf jeden Fall eine Option, dies hier zu sehen. Das sind aber jetzt nicht die versteckten Funktionen, die ich euch zeigen wollte. Diese verbergen sich hier viel mehr hinter der Uhr. Wenn wir hier mal drauf gehen, können wir sehen, bekommen wir nämlich alle möglichen Trainingsoptionen angeboten, die uns diese Aktivität anbietet. Ihr habt oben dann auch einen Filter, bei dem ihr das Ganze dann filtern könnt. Wir haben zum Beispiel hier ganz beliebt die Ziele. Wir sehen jetzt auch hier 3 Ziele, die schon angelegt worden sind. Und wenn du unten auf das Plus gehst, da gehen wir jetzt einfach mal drauf, hast du jetzt die Möglichkeit zum Beispiel zu sagen, ich möchte jetzt ein Streckenziel haben. Da kannst du dann einfach eine Distanz angeben. Wir machen jetzt einfach mal 10 Kilometer. Und das wählen wir aus. Drücken hier oben auf Pfeil für bestätigen und dann sehen wir jetzt auch schon hier oben, dass wir jetzt die 10 Kilometer Einheit haben. Und du hast dann auch die Option, das Training auch direkt hier über die Uhr zu starten. Sehen wir jetzt hier die 10 Kilometer, dann drücken wir jetzt einfach mal hier auf Start. Können wir sehen, wird auch direkt ausgeführt. Das heißt also, dann hast du jetzt auch dein Ziel im Hintergrund und kannst direkt loslegen. Es gibt dann aber auch noch weitere Möglichkeiten. Du kannst ja auch gegen eigene Strecken antreten, die du schon mal absolviert hast. In diesem Fall nennt Apple das hier Rennstrecken. Hier bekommst du dann die letzten Rennstrecken angezeigt oder Laufstrecken, die du mit deiner Uhr absolviert hast. Sehen wir auch das Datum. Und wenn wir zum Beispiel einfach mal in so einen Lauf hineingehen, vom 20.09. können wir ganz genau sehen, was war die persönliche Bestleistung, was bin ich hier zuletzt gelaufen. Und dann hast du die Möglichkeit, entweder gegen die persönliche Bestleistung anzutreten
oder gegen deine letzte Zeit. Und so kannst du dich dann auch sukzessive hier verbessern bzw. gegen dich dann laufen. Und du hast auch die Option, und das gilt hier aber dann für alle Trainings, wenn du rechts oben auf die 3 Punkte gehst, kannst du dann die Trainings auch mit jemand anders teilen, der ebenfalls hier eine Apple Watch hat bzw. mit einer Apple Watch trainiert. Aber das war natürlich noch nicht alles. Es gibt ja dann auch noch die sogenannte Pacer-Funktion. Das heißt also, hier kannst du eine Zeit festlegen, die du auf eine gewisse Distanz laufen möchtest. Ist natürlich hier für Wettkämpfe ganz interessant. Da gehen wir jetzt einfach auf das Plus. Hier kannst du zum Beispiel sagen, okay, ich möchte eine Strecke von 10 Kilometer laufen. Das wählen wir jetzt aus. Und dann kannst du auch sagen, okay, in welcher Zeit möchtest du laufen. Wir sagen jetzt einfach mal hier 45 Minuten. Und daraus ergibt sich natürlich eine Pace von 4,30. Oder wenn du zum Beispiel sagst, okay, ich brauche etwas länger, 58 Minuten ist realistisch, dann hast du ja Zeit von 5,48. Dann gehen wir auch hier oben auf Pfeil und bestätigen das Ganze. Und so habt ihr jetzt die Pacer-Funktion und könnt dann hier eure Wettkampfzeit erreichen, beziehungsweise ihr bekommt dann auch immer angezeigt, ob ihr hinter der Zeit seid oder vor der Zeit. Und toll ist auch, dass du nicht nur die Aktivität hier direkt über das iPhone starten kannst, nein, es wird dann auch mit der Uhr synchronisiert, beziehungsweise ist direkt zur Verfügung. Auch hier geht er einfach oben auf den Zeiger in der Aktivität und dann sehen wir hier bei Pacer ist das alles schon synchronisiert. Da haben wir jetzt unsere Zeit, die wir angelegt haben und auch hier bekommen wir schon das Pacer-Datenfeld direkt dann angezeigt. Zu guter Letzt gibt es dann noch die Möglichkeit, hier auch eigene Workouts zu erstellen. Wenn wir jetzt einfach hier mal auf eigen drauf gehen, können wir sehen, das sind alle Workouts, die ich jemals mit einer Apple Watch erstellt habe. Das sind doch einige. Du hast übrigens auch die Möglichkeit, wenn du jetzt eins löschen willst, dann wischst du einfach von rechts nach links und gehst auf den Mülleimer und dann ist das Workout auch schon gelöscht. Das heißt also, da kannst du auch dann ein bisschen aufräumen, wenn du das möchtest. Und auch hier hast du dann die Option, wenn du unten auf das Plus gehst, bekommst du dann auch hier direkt ein Übersichtsfenster angezeigt. Wir können dann zum Beispiel sagen, okay, wir wollen uns dann in dieser Zeit aufwärmen. Hier könnt ihr auch einen Zieltyp festlegen. Sagen jetzt einfach mal Zeit, 10 Minuten ohne Ziel. Das ist auf jeden Fall sehr plausibel. Und dann kannst du auch anfangen, hier deine Intervalle zusammenzubauen, wie du es haben möchtest. Wir gehen jetzt einfach mal auf Schritt hinzufügen. Und wir haben jetzt einmal Training und Erholung. Das erste ist natürlich dann eine Trainingseinheit. Wir nehmen jetzt einfach hier eine Zeit als Ziel. Als nächsten Schritt hast du dann die Option, ein Intervall zu erstellen. Gehen wir jetzt einfach auf Schritte hinzufügen. Sehen wir hier zum Beispiel Training oder Erholung. In dem Fall ist natürlich eine Trainingseinheit. Wir sagen, Zieltyp ist dann in diesem Fall zum Beispiel Zeit. Und dann sagen wir jetzt hier 5 Minuten. Und dann könnt ihr bei Ziel auch noch einstellen, welcher Typ des Ziels soll es sein. Sollen wir nach Pace trainieren? Sollen wir nach Herzfrequenz trainieren? Nach Kadenz oder Leistung? Wir nehmen jetzt einfach mal nach Leistung und dann sagen wir jetzt hier einen Wert von 220 Watt zum Beispiel. Oder du kannst auch sagen, einen gewissen Bereich. Das ist vielleicht noch sinnvoller, weil dann hat man so ein bisschen einen Toleranzrahmen. Sagen wir uns einfach mal 250, 280. Und dann gehen wir oben hier auf die Bestätigung und dann habt ihr hier auch schon das Intervall erstellt. Unten könnt ihr dann auch noch die Wiederholung hinzufügen. Sagen wir jetzt einfach hier Wiederholung und dann wählen wir das aus und gehen eins weiter. Und dann sagen wir hier zum Beispiel 5 Wiederholungen. Also das Training macht jetzt keinen Sinn, ist einfach nur, um euch das mal zu zeigen. Und da sehen wir auch schon hier, die Wiederholung wird hier angezeigt. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, wenn wir dann hier drauf gehen, die Wiederholung nochmal zu ändern. Falls es dann zu viel war, das ist natürlich auch möglich und so haben wir jetzt 4 Wiederholungen. Und wenn ihr jetzt nun mehrere Trainingsabschnitte erstellt habt, ich habe jetzt einfach mal ein paar zusammengefasst, könnt ihr diese auch nochmal neu anordnen. Das heißt also, wenn euch irgendwas nicht passt, ist das natürlich dann auch noch möglich. Dafür geht ihr einfach hier auf das Burger-Menü und dann könnt ihr das auch hier hin und her scrollen, wie ihr das möchtet. Und dann können wir natürlich noch einen Cooldown hinzufügen. Sagen wir auch hier nochmal eine Zeit von 10 Minuten, ohne ein Ziel, einfach nur ein Cooldown. Und zu guter Letzt, etwas versteckt, könnt ihr natürlich auch hier noch einen Namen geben. Wenn wir oben hier auf Neues Training gehen, sagen wir jetzt einfach mal hier Sascha Test. Und auch hier habt ihr dann die Option, wenn wir runterscrollen, hier das Training zu starten. Gehen wir hier drauf und dann sehen wir auch hier gleich, wird auf der Apple Watch schon das Training dann gestartet, beziehungsweise bekommt dann auch hier die Intervalle angezeigt. Hier aufwärmen und das seht ihr auch das nächste Training. Und so habt ihr es dann auch mit im Überblick, beziehungsweise hier wird dann auch das Fenster entsprechend des Trainings angepasst. Ich persönlich finde die neuen Funktionen hier wirklich sehr gelungen, wenngleich es auch schon lange gedauert hat, bis Apple das endlich eingeführt hat. Das war längst überfällig, aber nun haben wir es endlich da und das Gefummel auf der Uhr ist endlich abgeschaltet. Es ist schon schade, dass Apple das in der Keynote überhaupt nicht vorgestellt hat. Das ist eine wirklich tolle Änderung. Und daher meine Frage, hast du es schon mal genutzt? Trainierst du mit der Apple Watch? Machst du hier Intervalltrainings? Schreib es mir gerne in den Kommentar. Ich freue mich auf einen regen Austausch. Wenn du noch mehr rund um das Thema Apple Watch sehen möchtest, ich habe auch mal ein Vergleichsvideo zwischen der Apple Watch Ultra 2 und 3 gemacht. Das verlinke ich dir unten mal. Beziehungsweise es gibt auch eine Playlist rund um Apple Watch. Da kannst du mal reinschauen, was hier sonst noch alles so stattfindet. Da habe ich auch diverse Apps vorgestellt. Wenn das Video gefallen hat und hilfreich war, lass gerne einen Daumen hoch da. Das freut mich und den Algorithmus. Ansonsten bin ich Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.